Wegen diesem bekloppten Schein denkt Kim, dass ich sie mit dieser Sandy betrogen habe. Verstehe ich nicht. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? In der Telefonnummer? Die ist von der Stripperin. Nein, der Punkt ist, dass ich sie schon mal betrogen habe. Stimmt. Mit ihrer Cousine. Können wir jetzt beim Wesentlichen bleiben? Was da wäre? Mensch, wie ich Kim klar mache, dass ich sie nicht betrogen habe. Na, hier ist doch der Beweis. Falls du noch Lust auf einen Privatstrip kriegst. Falls du noch Lust kriegst, bedeutet, du hattest noch keine Lust. Das ist ein ziemlich dünner Faden, wenn du mich fragst. Wieso ist das ein dünner Faden? Leute, das ist eine Nummer von einer Stripperin, die in einem Stripclub arbeitet, ja? Den hat Kim gefunden, als sie in meiner Hosentasche. Ich habe ihr auf jeden Fall erzählt, dass ich mich mit ein paar Kumpels treffe. Das heißt, ich habe sie schon angelogen. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum hast du nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt? Mensch, das habe ich doch. Aber sie hat mir nicht geglaubt wegen meiner Knieverletzung. Sie dachte, ich lüge, weil ich überhaupt nicht tanzen kann. Und nachdem sie die Nummer gefunden hat, war das Thema eh durch. Warst du nicht überzeugend genug? Nicht überzeugend genug. Weißt du, ich habe gesagt, Baby, ich bin in einer Männerstripgruppe, eigentlich eher passiv, aber ich war in dem Stripladen, weil wir eben üben müssen. So habe ich's gesagt. Klingt für mich doch plausibel. Okay. Ich hätte es ihm auch nicht geglaubt. Ja. Da ist die Sache klar. Dann müssen wir ihr zeigen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ach ja, und wie? Indem wir es ihr zeigen. Was zeigen wir ihr? Na, den Strip. Wie soll das denn bitte gehen? Du hast doch gesehen, Emilio kann gar nicht tanzen. Egal, es geht um meine Frau. Sascha hat recht, wir zeigen es ihr. Mensch, Leute, meine Ehe steht auf dem Spiel. Und von da aus hätte ich es auch nicht weit zur Klinik. Und zum Kaufpreis kommen noch die Notarkosten und die Maklerprovision? Nein, die Provision ist hier schon mit eingerechnet. Also ich bin mir sicher. Ja, ich auch. 100%ig. Wenn Ihnen das Haus gefällt, dann kaufen Sie es. Das macht dir wirklich nichts aus? Neulich beim Essen hat das ganz anders geklungen. Das war doch nur, weil Dana mich nicht in die Überlegungen mit einbezogen hat. Weißt du, die hätte es einfach mit Ricky zusammen entschieden und ob ich überhaupt ausziehen will, das stand gar nicht zur Diskussion. Du würdest wirklich lieber in einer WG wohnen. Statt mit den beiden und Maxi in einem Haus mit Garten. Oh, das ist so spießig. Ehrlich gesagt habe ich dich immer für ziemlich spießig gehalten. Also irgendwo unter deinem ganzen Pink. Hallo? Ich habe eine Frau geheiratet, damit die das Mitsorgerecht von meinem Kind bekommt, das ich mit ihrem Mann gezeugt habe. Also spießig ist ja wohl was anderes, oder? Auch wieder wahr. Ja, soll Dana doch mit Ricardo ruhig in dieses Häuschen ziehen. Also für mich wäre das nix, aber zu denen passt. Und wie wollt ihr das alles mit Maxi regeln? Ja, halb, halb. Also 3-4 Tage kommt Maxi zu mir und 3-4 Tage zu denen. Und dann mal sehen. Ja, was ist, wenn es ihm irgendwann besser bei denen gefällt, weil er da sein eigenes Zimmer hat? Sag mal, kannst du mal aufhören, alles so schwarz zu malen? Das war eine ganz sachliche Frage. Keine Ahnung. Find mir schon eine Lösung. Gib das scharf her. Weißt du, ich will einfach, dass er ehrlich zu mir ist und mir die Wahrheit sagt. Ich bin mir sicher, das hat er versucht. Aber so wie ich dich kenne, hast du ihn nicht mal zu Wort kommen lassen. Du bist da, sehr gut. Raus! Nein, ich beweise dir jetzt, dass ich nicht gelogen habe. Jungs, kommt rein. Was? Hey, hallo. Sorry, Andi hat noch Rücken. Du pass auf dein Knie auf. Das ist mir scheißegal, hier geht's um was ganz anderes. Geile Hütte. Da ein bisschen außerhalb, oder? Ja, aber dafür mitten im Grün und zum Rhein sind es zu Fuß nur 5 Minuten. Und wir dachten, wir könnten dir hier unten ein Gästezimmer einrichten, damit du immer zu Besuch kommen kannst. Mhm. Wenn ich mal Ruhe brauche? Aber auch öfter. Ja, mal sehen, ne? Also ich bin mir sicher, Max wird's lieben. Ich sag doch nur, dass es noch ein langer Weg ist. Ja, das wird schon. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wir haben versucht, Kim davon zu überzeugen, dass wir eine Männerstrip-Gruppe sind. Okay, das ist jetzt schon mehr Information, als ich haben wollte.
warum wollt ihr Kim davon überzeugen, dass ihr Stripper seid? Na, weil sie denkt, dass Emilie sie mit Sandy betrogen hat. Wer ist Sandy? Eine Stripperin aus dem Stripclub. Wir haben uns ein paar Tipps für unseren Auftritt geholt. Aber wir waren nicht sonderlich erfolgreich. Sorry, ich muss arbeiten. Kim, Lass mich in Ruhe. ich weiß, es war kein gelungener Auftritt, aber wir sind wirklich eine richtig echte Männerstrip-Truppe. Kein gelungener Auftritt? Das war das Peinlichste, was ich jemals gesehen habe. Wie Hühner ohne Köpfe. Ich fand, jeder für sich hat ganz gut getanzt. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr schon mal zusammen auf der Bühne gestanden habt? Doch, heute im Stripclub, also zum Üben. Klar, zum Üben. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Dass du mich anlügst oder dass alle deine Freunde mitspielen. Was? Nee, komm, ey. Ich will nichts mehr hören. Das ist aber nicht fair. Ich glaube, es ist besser, wenn du heute auf dem Sofa schläfst. Oder nee, ich glaube, es ist besser, wenn du heute gar nicht schläfst und über dein Leben nachdenkst. Ja, wie es weiter verläuft ohne mich. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar, wir beginnen auf 3. 1, 2 und... Stopp. Emilio, wo bist du mit deinen Gedanken? Jetzt konzentrier dich mal ein bisschen. Ha? Achte auf die anderen. Geht klar. Nur weißt du, ich habe die Klamotten von Andi an, mein Knie tut weh, ich hänge Wochen im Training hinterher. Und jetzt Kim, die... Also, wieder auf Anfang. Danke. Und jetzt sagt er mir doch tatsächlich, dass der heute wieder in so einen Stripclub geht. Und? Gehst du da jetzt hin? Um zu sehen, wie er mit dieser Sandy rummacht? Nee, ganz bestimmt nicht. Kim, ich habe die Jungs gestern Abend im No Limits getroffen und es haben alle Emilios Geschichte bestätigt. Ja, das ist ja klar, dass die zusammenhalten. Das tun ja Männer immer. Wahrscheinlich haben die da alle was am Laufen. Jetzt denk das doch mal bitte bis zum Ende durch. Was willst du tun? Willst du Emilio verlassen, weil ihm irgendjemand eine Nummer zugesteckt hat? Oder vertraust du deinem Ehemann und gehst da jetzt hin und siehst zu, wie er sich vor anderen Männern auszieht? Und Frauen. Ja, Frauen auch. Aber ich meine, darum geht's beim Strippen nun mal. Oder hast du grundsätzlich ein Problem, dass Emilio strippen lernt? Nee. Vielleicht hat das ja auch so seine Vorteile. Stopp. Mann, was denn? Emilio, hör mal zu. Vielleicht ist es besser, wenn du die Schritte erstmal zusammen mit Sandy probierst, ja? Und die anderen gehen wieder auf Anfang. Kann's losgehen? Ja. 1, 2, 3. Jetzt mal ganz im Ernst, was soll dir der Scheiß mit deiner Handynummer, hä? Was meinst du? Was ich meine? Weißt du, was ich für einen Stress mit meiner Frau hatte, weil sie denkt, dass wir was miteinander haben? Schrecklich. Wie kann ich das wieder gut machen? Keine Ahnung. Mach dich mal locker. Immer schön aus den Hüften. Wenn sie sowieso schon eifersüchtig ist, dann können wir wenigstens einen Grund geben. Aus, als hätte Emilio den Dreh richtig raus langsam, was? Ja, der macht das echt gut. Nur schade, dass er wahrscheinlich gar nicht mitmachen kann wegen seinem verletzten Knie. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen später noch ein paar private Moves zeigen. Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen, Sandy, aber für
für mich gilt das Gleiche wie für Emilio. Oh Mann, anscheinend sind wirklich alle guten Männer verheiratet oder schwul. Leute, meine Frau sehe ich. Mach mal. Hey, danke, dass du gekommen bist. Glaubst du mir es? Hi, ich bin Sandy. Hey. Dich gibt's also wirklich. Ich hab doch gesagt, dass ich verheiratet bin. Ja, aber so wie du von ihr geschwärmt hast, dachte ich, du hättest sie erfunden. Sorry, das mit der Handynummer war echt keine Absicht. Ich wollte euch keinen Stress machen. Mhm. Schon okay. Ja. Guter Auftritt übrigens. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich stur war, ignorant, eine blöde Kuh. Kannst du mir verzeihen? Ich liebe dich. Ich dich doch auch.